Nach dem gewaltsamen Tod eines 55 Jahre alten Mannes im Bahnhof von Uelzen in Niedersachsen hat der zuständige Richter Haftbefehl gegen einen 18 Jahre alten Marokkaner erlassen. Der Nordafrikaner, der war 2021 als unbegleiteter Flüchtling hier nach Deutschland gekommen. In der Nacht zu Sonntag soll der Verdächtige sein Opfer gestoßen oder getreten haben, sodass der Mann eine Treppe hinunterfiel und wenig später starb. Der Staatsanwalt wirft dem 18-Jährigen Totschlag vor. Er war erst wenige Stunden zuvor aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Festgenommen wurde er wegen Taschendiebstahl, Körperverletzung und Drogenhandel. Und damit zu Gerrit Schröder nach Uelzen, dort auch an den Tatort. Gerrit, einen schönen guten Morgen. Also wieder so eine Tat, wo man sich fragt, hätte das nicht irgendwie verhindert werden können? Wo steht man denn momentan bei den Ermittlungen? Ja, guten Morgen Marie, guten Morgen Carsten. Die Ermittlungen sind noch ganz am Anfang. Es gibt also Zeugen von dem Vorfall, die wurden befragt und werden auch noch mal weiter befragt. Aber es gibt kein unmittelbares Videomaterial, was die Tat zeigt. Zwar ist der Bahnhof hier in Uelzen kameraüberwacht, aber genau die Kamera, die diesen Treppenaufgang hier zeigt, die war in der Tatzeit abgeschaltet, weil eine Wartung stattgefunden hat. Und die hat die Tat nicht unmittelbar aufgenommen. Und deswegen ist auch noch unklar, ob die Tat tatsächlich eine reine Affektsituation gewesen ist oder ob es einen Streit zwischen den beiden gab. Fest steht, der Täter und das Opfer standen in keiner Beziehung. Sie kannten sich nicht. Das Opfer, ein 55-jähriger Familienvater, ist ein reines Zufallsopfer. Der Mann war hier am Bahnhof unterwegs und ist offenbar von dem 18-Jährigen hier die Treppe heruntergeschubst oder gestoßen worden. Was genau passiert ist, das sollen die Ermittlungen nun ergeben. Es wurde eine Obduktion des Toten angeordnet. Die Ergebnisse sind noch offen. Und es wurde eine Blutprobe beim Täter genommen, da man vermutet, dass möglicherweise Drogen oder auch ein Alkoholkonsum dort eine Rolle gespielt haben könnten. Gerrit, was ist denn bisher über den mutmaßlichen Täter aus Marokko bekannt? Ja, der 18-Jährige lebte seit Februar diesen Jahres hier in einer Flüchtlingsunterkunft in Uelzen. Er ist seit 3 Jahren in Deutschland, ist also als 15-Jähriger unbegleitet nach Deutschland gekommen worden und hatte einen geduldeten Aufenthaltstitel hier in Deutschland. Das heißt also, er ist seit 3 Jahren hier, er lebt in der Unterkunft. Aber er war polizeilich bekannt. Wie er eben schon erwähnt hatte, er hatte wegen Eigentumsdelikten, auch wegen Drogendelikten, war er in polizeiliche Erscheinung getreten. Und er war zuvor an dem Samstag auch auffällig geworden durch eine Gewalttat. Er hatte hier am zentralen Omnibusbahnhof einem 30-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, war von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, war auch in der Polizeigewahrsam für mehrere Stunden und musste dann aber wieder aus der Gewahrsam entlassen werden, weil es keinen Grund gab, ihn länger dort zu behalten. Und 4,5 Stunden nach der Freilassung aus der Polizeigewahrsam kam es dann hier zu dieser Gewalttat. Die Polizei sagt, es war zum Zeitpunkt des Entlassens der Person nicht erkennbar, dass so ein Gewaltausbruch noch einmal stattfinden könnte. Was da genau stattgefunden hat und ob die Polizei möglicherweise auch dort einen Fehler gemacht hat, das ist auch Teil der weiteren Ermittlungen. Gerrit, vielen Dank für all diese Informationen. Wir hören uns später dann wieder.